Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Besser Schießen, Trockentraining Teil 5 mit der 2W WLB 15 Wespe. Auch in diesem Teil geht es wieder um ein Trainingssystem fürs Trockentraining für die AR-15-Plattform. Ist nun mal eine sehr beliebte Plattform, von daher ist da auch das meiste Zubehör zu finden. Hier diesmal 2W aus Deutschland mit der Wespe. Wir hatten ja vor kurzem schon ein ähnliches Produkt vorgestellt. Hier der direkte Vergleich mit der Wespe haben wir schon mal in der Hand. Wir haben hier den Verschlussträger ohne den Charging Handle im Endeffekt. Ganz, ganz leichtes System, wird betrieben mit einer CR123 Batterie, die euch für 50.000 Cycle Saft liefert. Wenn die Batterie leer ist, müsst ihr das Gehäuse aufschrauben, um die Batterie dann zu entfernen. Hier hat man jetzt, wie man hier schon sehen kann, ist es nur der Verschluss, hat man nochmal zusätzlich für den Trigger ein Pad, was man für den Trigger einsetzen kann. Das ist natürlich, man kann das als Vorteil sehen, man kann es als Nachteil sehen. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Bei dem anderen Produkt, was wir euch vorgestellt haben, habt ihr ja immer ein Trigger-Reset automatisch gehabt, wo ihr euren Abzug eigentlich habt. Aber man kann natürlich da keine Variation reinbringen oder beziehungsweise ich bin auch darauf angewiesen, ob der Abzug funktioniert oder nicht. Dieses System hier funktioniert garantiert mit jedem Abzug einfach, weil hier einfach eine Druckplatte hinter dem Abzug platziert wird. Und für diese Druckplatte habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, das fein zu justieren. Ihr habt hier einen Haufen Zubehör mit dabei, nämlich einmal hier für den Reset, für den Weg, ein Magnetteil, was hinten eingesetzt wird. Und dann auch nochmal verschiedene Druckplättchen, die hier noch eingesetzt werden können, um dann den Druck des Abzugs entsprechend anzupassen. Das Ganze wird dann eingeschoben, hier zusammengesteckt, das zeige ich gleich. Ich will noch 2, 3 Worte zum Laser sagen. Hier hat man nämlich zum einen die Möglichkeit, auch auf mehr Ziele zu schießen. Hier hat man einmal, kann man ganz normal damit schießen, auf Papierziele oder auf sonstige Ziele und da wird der Laser einfach angezeigt und das funktioniert. Dann habt ihr die Möglichkeit, hier intern umzustellen auf reaktive Ziele. Ja, das wären solche Ziele hier, zeige ich gleich mal. Damit kann ich schießen und dann habe ich auch die Möglichkeit, auf virtuelle Systeme zu schießen. Auch hier wieder alles mit diesem einen Laser machbar, verschiedene Betriebsmodi möglich. Natürlich ist hier auch ein Stellbereich, um den Laser dauerhaft einzuschalten. Das brauche ich dann, wenn ich den Laser kalibrieren will. Drehe ich mit dem kleinen Werkzeug auch mit dabei den Laser auf Dauer an. Dann leuchtet er dauerhaft und dann kann ich hier mit den beiden Stellschrauben und auch wieder dem entsprechenden Werkzeug den Laser so anpassen, dass es funktioniert. Der Einbau ist simpel und einfach. Es sind ein paar mehr Handgriffe als beim Mantis, aber finden wir tatsächlich gar nicht mal so tragisch. Einmal Verschlussgruppe raus, Laser nehmen und einsetzen. Der sitzt da auch ziemlich satt und feste drin, weil da auch Dichtungsringe sind, also darf man ruhig beherzt hineindrücken. Dann schließe ich das System wieder. Freiliegend ist hier der Ein- und Ausschalter, also alle anderen Schalter müsst ihr den Laser herausnehmen, aber zum einen ausschalten, das könnt ihr hier machen. Hier wäre dann auch der Anschluss für den Abzugsbereich. Das ist unser einziger Kritikpunkt, das hätte ich hier vielleicht nochmal in einer anderen Farbe gemacht, in was Hellem, dass man, oder Sicherheitsfarbe, Orange, Rot, irgendwas, dass man sieht, okay, hier ist jetzt ganz klar ein Trainingseinsatz drin, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Als nächstes müsst ihr die Druckplatte für den Abzug einsetzen. Die ist so gestaltet, dass es aus 2 Teilen besteht mit einem Magnetverschluss. Das heißt, hier hat man natürlich eine U-Form, die sich auch dann in den Abzugsbügel einfügt. Und den kann ich hier einfach auseinandernehmen. Und dann gehe ich her, setze hier das eine Teil ein. Dann kann ich die Waffe auf die andere Seite drehen und setze da dann den zweiten Teil an. Und dann hält das Ganze. Das ist auch wirklich, hält super fest. Also ich war da sehr skeptisch am Anfang, als ich gesagt habe, nur so ein kleiner Magnet. Aber tatsächlich ist es mir noch nie runtergefallen. Auch die außenliegende Verkabelung hier hat sich nicht als störend erwiesen. Falls jemand jetzt auf die Idee kommt, das als störend zu empfinden oder sagt, na, da liegt ja so ein Kabel außenrum, das mag ich eigentlich nicht. Es ist hier sauber verkabelt, passt. Hier hat man übrigens dann auch ein bisschen rote Markierung, also spätestens wenn das Kabel angelegt ist, sieht man, dass hier irgendwas nicht so ist, wie es normalerweise ist. Und jetzt ist der Laser betriebsbereit, er ist auch schon eingeschaltet, das heißt, er müsste jetzt schon funktionieren. Dann testen wir das doch gleich mal. Genau, hier seht ihr jetzt den
Punkt, ganz normal auf einer Zielscheibe. Gehen wir in den weißen Bereich, dann sieht man es ein bisschen besser. Einmal schwarz, einmal weiß. Und da habt ihr jetzt auch gerade gehört oder nicht gehört, ist ein sehr leises System. Das kann ja auch für den einen oder anderen interessant sein, der zu Hause trainieren möchte. Der möchte vielleicht leise üben und trainieren. Und wenn ich auf Papierziele schieße, habe ich hier wirklich nur ein ganz leichtes Abzugsklicken, sage ich mal. Ja, und der Reset wird dann durch den Druckpunkt hinten gemacht. Man hat natürlich dann nicht sein eigentliches Abzugsgefühl, wie man das von seinem Abzug kennt. Aber man kann das schon sehr fein justieren hier mit dem Zubehör, was dabei ist. Übrigens alles auch sehr genau und detailliert beschrieben in Deutsch in der Anleitung. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Und dann hat man das ganze System so am Laufen. Und hier ist natürlich, wie gesagt, auch schon schön, dass man auch auf fremde Ziele von fremden Herstellern schießen kann. Also die Wespe ist sehr modular und sehr kompatibel mit anderen Herstellern. So, dann schauen wir mal, ob das auch auf reaktive Ziele funktioniert. Also auch hier kein Problem. Nicht wundern, die Zahl, ich habe jetzt nicht 61 Mal geschossen, das ist jetzt auf dem Kopf. Das liegt einfach daran, dass ich das Target hier oben eingehängt habe in der Scheibe. Wenn man das jetzt hier einmal umdreht, dann seht ihr natürlich, ich habe 15 Mal geschossen und von daher passt das auch. Natürlich ist es jetzt hier auf die kurze Distanz einfach zu zeigen. Ich habe mir gedacht, wir lassen heute mal den Stefan schießen von hinter der Kamera. Haben wir ungefähr 8 Meter, dann probier das mal aus. Sicherheit ist nicht zu überprüfen, ist alles safe. Ich gehe mal zur Seite und dann soll der Stefan mal von hinten schießen. Und dann gucken wir mal, wie das auf 8 Metern aussieht. Ja. Bisschen hoch bist du? Genau. Perfekt. Ja, also auch das wiederum überhaupt kein Problem. Stefan muss jetzt natürlich hier mit meinem Todes-Offset zurechtkommen. Ne? Bei seiner AUG ist das Ganze ein bisschen flacher aufgebaut, was natürlich besser ist nah an der Laufsäle. Aber ich habe gesagt, ich brauche so ein Türmchen. Aber das mal nur nebenbei. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, jetzt muss ich aber so viel Zeug mitnehmen, weil ich hier die ganzen Ersatzteile habe, beziehungsweise Auswechselteile. Aber tatsächlich ist es ganz simpel, weil alles, was ihr braucht, stellt ihr euch einmal so ein und dann passt das ja auch. Das heißt, diese Druckplatten und auch die Abstandshalter und auch das Werkzeug braucht ihr nur bedingt. Also auch die Kalibrierung ist ja in der Regel auf eure Waffe angepasst. Ansonsten die 3 Werkzeuge in der Waffentasche stören auch nicht weiter. Und das Schöne ist natürlich, man hat eigentlich nur den Abzug hier als Teil und dann einmal den eigentlichen Laser, den ihr hier aus der Waffe rausholen müsst. Das kann manchmal ein bisschen fuddelig sein, weil die Dichtungsringe so passgenau sitzen. Deutsche Ingenieurskunst, ne? Da gibt es kein Spiel wie bei der AR-15, sondern das ist alles passgenau. Ja, und dann habt ihr den Laser hier und der ist wirklich leicht. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch sage, wenn ihr auf Reisen geht oder sonst irgendwo auf Wettkämpfe und wollt nochmal im Hotel ein bisschen trainieren, ist das natürlich hier nochmal eine gute Möglichkeit, mit dem Laser das zu machen. Deutsche Ingenieurskunst, hello. Wir finden, die Wespe ist ein super Trainingsmittel. Wenn ihr uns jetzt fragt, weil wir euch ja auch im Teil davor den Mantis Blackbeard vorgestellt haben, welches wir besser finden, das kann man so tatsächlich nicht sagen. Das hängt wirklich ganz speziell davon ab, wie ihr trainiert und auf was ihr Fokus legt. Wenn ihr sagt, ich will genau mein Abzugsgewicht haben, also ich will exakt mein Abzugsfeeling haben, dann ist der Blackbeard die bessere Wahl. Wenn ihr sagt, okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, zumal ich ja auch keinen Rückschlag, kein Recoil habe, weil es ja alles trocken Reset ist, ohne irgendwelche Gase oder sonst irgendwas, dann kann man auch mit dem hier natürlich super arbeiten. Und hier hat man natürlich, also ich finde zum Beispiel bei dem Gerät hier, bei der Wespe ist es so, es ist weitaus stressfreier, weil es einfach dieses Geklacker, man hat dieses Geklacker nicht, also man hat ein sehr leises, angenehmes Training und natürlich auch nochmal eine Sache des Gewichtes. Also das liegt ganz bei euch. Es sind beides Top-Geräte, also bei keinem macht ihr was verkehrt. Von daher eure Entscheidung. Ihr bekommt die 2W WLB 15 Wespe bei Moderne Schießlehre. Der Link ist unten eingeblendet. Nutzt ihr selber entweder den Blackbeard oder die Wespe, dann schreibt es uns in die Kommentare, wird uns mal interessieren. Wir an dieser Stelle Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.